Es ist wohl die wichtigste Frage für uns alle. Wann ist das eigene Leben erfüllt gewesen? Die Buchautorin Bronnie Ware hat ein Buch darüber geschrieben, was Menschen auf dem Sterbebett am meisten bereuen. Wenn du erfahren möchtest, welche 5 Dinge Sterbende am meisten bereuen, bleib dran. Bronnie Ware, eine Palliativpflegerin in Australien, begleitet ihre Patienten zu Hause in den Tod und hört in den Wochen, Tagen und Stunden in den Gesprächen mit den Sterbenden stets dasselbe: das Bedauern darüber, nicht das Leben gelebt zu haben, das sie sich gewünscht hätten. Reue angesichts der Entscheidungen, die man getroffen oder nicht getroffen hat, Vorwürfe gegenüber sich selbst, weil diese Erkenntnis erst kam, als es bereits zu spät war. Nummer 1. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie es andere von mir erwarteten. Diese Worte, schreibt Bronnie Ware, haben sie am häufigsten von den Sterbenden gehört. Sie bedauerten, sich bei der Gestaltung ihres Lebens nicht selbst treu gewesen zu sein. Die Erkenntnis, nicht sein eigenes Leben geführt zu haben, habe am Lebensende jeweils die größte Enttäuschung ausgelöst. Die meisten konnten nicht einmal die Hälfte ihrer Träume verwirklichen. Wer die Freiheit liebt und seinen eigenen Weg gehen möchte, sollte sich von äußeren Besitztümern unabhängig machen. Diesen Rat gibt auch der Benediktpater Anselm Grün. Nur wer sein Herz an nichts Geschaffenes hängt, wer loslassen kann, wo andere hängen, der ist wirklich frei. Nummer 2. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Die Arbeit ist uns enorm wichtig. Wir identifizieren uns mit der Arbeit, sie schafft uns Ansehen und gibt uns eine Stellung in der Gesellschaft. Dies bestätigen auch die Zahlen des Bundesamts für Statistik. Der Erwerbsstatus beeinflusst europaweit die Lebenszufriedenheit. Die Angst, nicht genug Geld zu verdienen oder der Druck, Karriere machen zu müssen, sind in unserer kapitalistischen Welt so weit verbreitet wie nie zuvor. Erfreulich ist aber, dass immer mehr Menschen aus dem Hamsterrad ausbrechen, sich ein Sabbatjahr nehmen oder ihren Besitz hinter sich lassen, die Welt bereisen und nur noch arbeiten, um zu leben. Nummer 3. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Viele der heute über 80-Jährigen sprechen wenig über Gefühle. Sie haben gelernt, sie zu verbergen. Man schwieg, wenn man verletzt war, und man zeigte auch Stolz, Freude und Zuneigung nicht. Viele der Sterbenden, die Bronnie Ware begleitete, unterdrückten wie viele Menschen jahrzehntelang ihre Gefühle aus Angst oder um des lieben Friedens willen. Sie trugen immer mehr Verbitterung und Groll mit sich herum, bis sie krank wurden. Nummer 4. Ich wünschte, ich wäre mit meinen Freunden in Kontakt geblieben. Die Freundschaft ist für die meisten Menschen ein wichtiges Thema. Einen besten Freund oder eine beste Freundin wollen nicht nur Kinder haben. Freundschaften bereichern auch das Leben der Erwachsenen. Sehnt sich nicht jeder nach einem Freund, dem er sich anvertrauen kann und der einen wirklich kennt? Die Freundschaft gehört zum Notwendigsten im Leben, denn keiner möchte ohne Freunde leben, auch wenn er alle übrigen Güter besäße, wusste schon der große griechische Philosoph Aristoteles. In der Armut sei die Freundschaft der einzige Zufluchtsort. Den Jungen helfe sie Fehler zu vermeiden, den Alten Schwächen zu kompensieren und eine helfende Hand zur Seite zu haben. Außerdem fördere die Freundschaft edle Taten, denn 2 sind tauglicher zu denken und zu handeln, wusste Aristoteles. Doch Freundschaften über lange Zeit aufrechtzuerhalten ist oft schwierig. Man ist beruflich ausgelastet, zieht an einen anderen Ort, gründet eine Familie und verliert den Kontakt zueinander. Nummer 5. Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Wir leben in einer Leistungs- und Konsumgesellschaft. Die Arbeit ist uns wichtig, die Freizeit auch. Wir konzentrieren uns oft auf Ziele, die wir noch erreichen wollen, arbeiten auf diese hin. Viele Patientinnen und Patienten, erzählt Bronnie Ware, waren in ihrem Leben ergebnisorientiert, wie es eine ihrer Patientinnen nannte. Sie machten ihr Glück vom Ergebnis abhängig. Sie vergaßen,
dass sie auch glücklich sein dürfen, ohne es sich verdienen zu müssen. Sie vernachlässigten den gegenwärtigen Moment, erlaubten sich nicht, sich auch zu freuen, ohne eine Leistung verbracht zu haben, schreibt Bon Iver. Nachdem ich die letzten Jahre einige Sterbende begleiten durfte innerhalb meiner Familie, habe ich mir die Frage gestellt, wenn mein Tag heute gekommen wäre, um nach Hause zu gehen, wäre meine Seele glücklich? Hätte ich alles gelebt, wofür ich gekommen bin? Ich bin zu dem Entschluss gekommen, nein. Was ist mit euch? Würdet ihr etwas bereuen? Und wenn ja, was? Was habt ihr bis jetzt so wenig gelebt? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Jeder Kommentar erhält wie immer ein Herz. Um so vielen Menschen wie möglich von YouTube angezeigt zu werden, sind eure Reaktionen wie Daumen hoch, Kommentare und Abos so sehr wichtig. Über eure aktive Mithilfe freue ich mich riesig. Mein Herzensdank an euch. Und vergiss nie, du bist geliebt. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.